Worauf kommt es bei der Zwischenfrucht an? Was sind die wichtigsten Dinge und vor allem, wie stelle ich eine Zwischenfruchtmischung zusammen? Das alles, das siehst du in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich, dass du dabei bist. Wenn dir unser Kanal Farm to Farm gefällt, wenn dir meine Videos gefallen, dann gilt immer an dieser Stelle, du kannst uns unterstützen, indem du einen Like abgibst, indem du unseren Kanal abonnierst oder indem du kommentierst. Das hilft. Vielen Dank. Also, worum kommt es auf eine Zwischenfrucht an? Worum kommt es mir auf eine Zwischenfrucht an? Das ist einmal grundsätzlich ganz klar. Das Ziel einer Zwischenfrucht ist primär ein wirtschaftliches. Wir machen das ja nicht aus Jux und Dollerei oder aus irgendwelchen größeren, höheren Gründen, sondern damit wir am Betrieb wirtschaftlicher sind. Das heißt, mit der Zwischenfrucht versuchen wir in der Fruchtfolge wirtschaftlicher zu werden, indem die Kulturen abgesicherter sind, abgesichert gegenüber Stresssituationen, gegenüber Wetterextremen, indem wir Nährstoffe speichern, indem wir Nährstoffe von einer Kultur in die nächste bringen, indem wir Nährstoffe aus der Luft bilden, etc. Am Ende geht es um Wirtschaftlichkeit bei der Zwischenfrucht und das muss gedanklich immer an allererster Stelle stehen. Die erste und meines Erachtens nach wichtigste Voraussetzung, um dieses Ziel der Wirtschaftlichkeit, letztlich der Steigerung der Bodenfruchtbarkeit und der Stressresilienz. Um dieses große Ziel zu erreichen, ist die allererste und wichtigste Voraussetzung, dass wir versuchen, in dieser Zeit, in der die Zwischenfrucht am Acker steht, in dieser toten Zeit, Diversität in den Acker zu bringen. Das heißt, wir versuchen, so viel wie mögliche Pflanzen aus so viel wie möglichen Pflanzenfamilien in den Acker zu bringen, um dort die Effekte zu bekommen. Über die Fruchtfolge hinweg können wir nicht wirklich Diversität in den Boden bringen, weil wir natürlich angewiesen sind auf unsere Kulturpflanzen. Die Zwischenfrucht, die bietet eben diese Chance. Warum macht die Diversität Sinn? Da gibt es eine Vielzahl an Gründen. Das fängt schon mal damit an, dass wir natürlich eine verteiltere Durchwurzelung haben. Wir haben auf verschiedenen Ebenen Durchwurzelung. Wir können natürlich damit auch verschiedenste Nährstoffe aufschließen. Die Pflanzengesellschaften einer Zwischenfrucht, die arbeiten zusammen, die ergänzen sich. Sie sind in der Nährstoffbindung, in der Nährstoffaufschließung effizienter. Sie können besser das Sonnenlicht nutzen durch die Etagenverteilung. Die grünen Blätter sind in verschiedenen Winkeln, in verschiedenen Höhen und können so das zur Verfügung stehende Sonnenlicht effizienter nutzen. Am Ende schaffen sie es, mehr Wurzelausscheidung in den Boden zu bringen. Diverse Pflanzenbestände schaffen damit die mikrobielle Aktivität höher zu bringen als einfache Pflanzenmischungen am Acker. Also einfach sprechen wir von 2, 3, 4, 5 Komponenten. Ab 10, 12 Arten beginnt die wirkliche Diversität, beginnen all diese Vorteile und am Ende schaffen wir damit eine höhere mikrobielle Aktivität, das heißt mehr Bodenleben. Wir füttern das Bodenleben mit den Wurzelausscheidungen und wollen ja Kohlenstoff aus der Luft in den Boden bringen. Kohlenstoff im Boden ist Futter für das Bodenleben. Das Bodenleben erledigt so viele Aufgaben für uns gratis, wenn man so will, nur mit Hilfe des Sonnenlichts. Wir bauen Humus auf. Wir schaffen damit diese Ton-Humus-Komplexe, die bessere Bodenstruktur, die bessere Wasserhaltefähigkeit und so weiter. Es gibt eine Vielzahl an Gründen, warum diese Diversität in der Zwischenfrucht so sinnvoll ist. Natürlich ist auch noch einer der Gründe, dass ich mit diesen vielen Pflanzenarten in der Mischung auch stressresistenter als Gesamtheit der Zwischenfrucht werde. Weil es gibt immer Pflanzenarten, die mit bestimmten Bedingungen schlechter umgehen können und andere mit widrigen Bedingungen, mit diesen widrigen Bedingungen dann besser umgehen können. Das heißt, das Gesamtpaket eines diversen Zwischenfruchtbestands hat einfach viele, viele Vorteile. Davon bin ich wirklich zutiefst überzeugt, dass das funktioniert. Einerseits deshalb, weil ich es jedes Jahr selbst sehe, wenn ich mit dem Spaten im Herbst, im Winter, im Frühjahr in den Boden hinein grabe und mir anschaue, was da passiert in diesen paar Monaten. Davon bin ich aber auch überzeugt. Andererseits, weil viele, viele andere Praktiker das genauso sehen, genauso machen und genauso praktizieren. Und aber auch, und das ist mittlerweile gibt es schon wirklich viel Material dazu, ist es so, dass es wissenschaftlich mit vielen Studien schon nachgewiesen ist, dass es diese Vorteile eines diversen Pflanzenbestands als Zwischenfrucht gibt für die Fruchtfolge. Stressabsicherung, Nährstoffbindung etc. Was bedeutet das jetzt? Es gibt, sagen wir mal so 40 bis 50 Pflanzenarten, die wir potenziell in eine Zwischenfruchtmischung reingeben können. Potenziell sage ich, es gibt da welche, die eher oft verwendet werden und andere, die eher weniger verwendet werden. Und natürlich haben wir dieses Grundziel, diese Idee der Diversität, aber es gibt ja immer auch viele, viele andere Ziele. Und es ist unheimlich wichtig, dass wir uns das überlegen, welches Ziel haben wir eigentlich mit der Zwischenfrucht, das wir verfolgen wollen. Und jetzt müssen wir versuchen, das unter einen Hut zu bekommen. Das heißt, wir müssen schauen, die Zwischenfruchtmischung soll divers sein. Die Zwischenfruchtmischung soll diese betriebsindividuellen
kulturindividuellen, schlagindividuellen Ziele erreichen. Die Zwischenfruchtmischung soll aber auch praktisch funktionieren. Es bringt ja nichts, wenn ich da zwar eine Vielzahl an Pflanzenarten drinnen habe, aber nur eine dominiert. Es bringt genauso wenig, wenn ich eine Vielzahl an Pflanzenarten, Sämereien drinnen habe, aber die verschiedene Anforderungen an die Saatgutablage haben. Es bringt auch nichts, wenn ich verschiedenste Sämereien in der Mischung habe und sich diese entmischen. Das heißt, das muss praktisch funktionieren. Genauso muss ich aber auch die Kosten im Griff haben. Wie schon am Anfang gesagt, geht es ja letztlich darum, dass wir wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, die Kosten dieser Investition in den Boden, dieser Zwischenfruchtmischung, die müssen auch im Blick bleiben. Und um all das eben unter einen Hut zu bringen, all diese Ansprüchen gerecht zu werden, ist es gar nicht so einfach. Und wir bezeichnen das, wenn wir unsere Mischungen konzipieren, eben als smarte Diversität. Genau darauf haben wir und ich mich eben spezialisiert, dass wir versuchen, diesen Anforderungen gerecht zu werden, diese smarte Diversität in die Praxis umzusetzen, also Zwischenfruchtmischungen zu entwickeln, die divers sind, aber alle anderen Anforderungen auch noch entsprechen. Hinweis: Unsere Sommerzwischenfruchtmischungen, die sind aktuell im Frühbezug. Sichere dir also jetzt noch die letzten Tage den Rabatt und spare Versandkosten. Am besten schaust du einfach auf unsere Website und jetzt geht's weiter. So, das heißt, wir haben an allererster Ebene gesagt, wir wollen eine Diversität in der Zwischenfrucht, wir wollen also eine artenreiche Pflanzenbestände haben. Aber, und das ist auch immer ganz wichtig, dass du dir die Frage stellst, was sind meine Ziele, die ich mit der Zwischenfrucht erreichen möchte, abgesehen von der Diversität an sich. Wenn es darum geht, dass ich eine Zwischenfrucht habe, die Nährstoff bindet, die Bodenverdichtungen aufsprengt, die sehr, sehr robust ist, dann ist das zum Beispiel unsere Multimax. Wenn es darum geht, mit anderen Anforderungen, dass ich versuche, so viel wie möglich Stickstoff aus der Luft zu binden, also viele Leguminosen in der Mischung habe, wenn ich die Mykorrhizierung für die Folgekultur, oft eben den Mais, also ein ideales Milieu für den Mais mit Hilfe der Mykorrhiza fördern und entwickeln will, wenn ich Pflanzen in der Mischung haben möchte, die weniger stark aussamen oder wo das Risiko des Aussamens geringer ist, dann ist das zum Beispiel die Mykomax von uns. Wenn du Anforderungen hast an eine schnellwüchsige Sommerzwischenfrucht, für eine kurze Vegetationsperiode, für starke Nährstoffbindung, für eine rasche Unkrautunterdrückung und Bodenbedeckung, dann ist das die Sommermax. Das heißt, es gibt immer, und das ist die Grundidee von dem Ganzen, es gibt immer dieses Ziel, so viele mögliche Pflanzenarten zu integrieren, aber trotzdem bestimmte Ziele zu verfolgen. Eine zentrale Frage, die sich dann und in dem Zusammenhang auch natürlich immer stellt, ist, soll die Zwischenfrucht überwinternd sein, teilweise überwinternd sein oder abfrostend sein? Und auch um die Frage zu beantworten, musst du zuallererst einmal klären, was ist dein Ziel, was möchtest du eigentlich damit erreichen? Wenn du dann der Meinung bist, dass das für deine Fruchtfolge passt, also für die Folgekultur passt, wenn das passt für das Management, also wenn du weißt, wie du die überwinternden Pflanzenarten im Frühjahr managst, umbrichst, abspritzt, was auch immer. Und wenn du genügend Wasser im Frühjahr hast, beziehungsweise falls dem nicht so ist, dann entsprechend einschalten kannst, dann spricht nichts gegen eine teilweise überwinternde Zwischenfrucht. Wir haben da bei der Multimax und der Mykomax Varianten, überwinternde, teilweise überwinternde Varianten, wo wir dann winterharte Leguminosen integrieren, also Kleearten und Wicken. Warum winterharte Leguminosen? Weil die aus meiner Sicht sehr, sehr viel Sinn für die meisten Anwendungsfälle bringen. Der grüne Pflanzenbestand der Leguminosen im Frühling, der ist sehr, sehr schnell verwertet. Das heißt, der schafft einen relativ kurzfristigen Nährstoffboost im Frühjahr. Das heißt, durch das enge Zehenverhältnis wird relativ schnell der Stickstoff, der darin gebunden ist, wieder frei und das macht oft Sinn. Das Problem bei den Mischungen, die winterharte Arten enthalten, ist aber in der Praxis sehr oft Folgendes. Bei einer Aussaat, die früh ist, und wir wollen ja immer eine Aussaat so früh wie möglich haben, das heißt, wir wollen eine Aussaat gleich nach dem Drescher haben, im besten Fall, dass wir die Vegetationszeit, das Sonnenlicht im Juli und im August nutzen. Wenn wir das machen und eine Mischung auch teilweise überwinternde Pflanzenarten enthält, dann passiert es sehr, sehr oft, dass diese überwinternden Pflanzenarten nicht überleben und im Frühling, nach dem Winter einfach gar nichts Grünes überbleibt. Warum? Weil die Sommerpflanzenarten, sage ich jetzt mal, die Warm Seasons, also die auf die warmen Bedingungen sehr gut ansprechen und die relativ schnell dann oft auch ins generative Wachstum gehen, also nach oben schießen, die unterdrücken die winterharten Arten. Das heißt, in der Praxis ist es bei einer frühen Aussaat oft sehr schwierig, dass man das hinbekommt, winterharte Arten über den Winter zu bringen. Deshalb ist in der Theorie
natürlich die beste Lösung eine zweistufige Zwischenfrucht. Das heißt, ich mache im Sommer gleich eine diverse Zwischenfrucht und im Herbst, im Frühherbst würde ich fast sagen, fahre ich mit winterharten Komponenten nochmal in den Acker hinein und sorge dafür, dass winterharte Pflanzenarten über den Winter gehen und weitere Funktionen bis in den Winter übernehmen. Das ist aber natürlich noch ein bisschen in der Theorie, weil das erfordert Technik, das erfordert Aufwand wieder. Ich fahre in den stehenden Bestand hinein etc. Das heißt, das ist nicht so oft praktisch verbreitet, aber rein aus der Nährstoffdynamik und aus der Sicht der Zwischenfrüchte macht das sehr, sehr viel Sinn. Und last but not least, worum es mir bei der Zwischenfrucht geht, ist auch die Saatgutbehandlung. Wir von Farm to Farm behandeln das Saatgut ja immer mit Spurenelementen Kupfer, Zink, Mangan, Molybden und einer Biostimulanz bestehend aus Algenextrakten, aus Sulfosäuren, aus Huminsäuren und aus Aminosäuren. Warum? Weil wir damit den kleinen Zwischenfruchtpflanzen eine gewisse Unterstützung geben können in Stresssituationen. Das Ganze ist kein Wundermittel. Man darf sich davon keine Wunder erwarten. Bei keiner Biostimulanz darf man sich Wunder erwarten. Man muss die Kirche im Dorf lassen. Das sind Mikronährstoffe, die wir da applizieren, und das sind Biostimulantien, die vor allem unter Stressbedingungen, unter Stresssituationen ihren Vorteil bringen können und die Zwischenfruchtpflanzen besser über diese Stresssituationen hinwegbringen können und so letztlich das Ziel erfüllen, dass sie den Bestand rascher und besser entwickeln lassen können. Also, das ist, worum es mir bei der Zwischenfrucht geht. Das alles sind die Dinge, warum ich mich so gern damit beschäftige und warum wir uns darauf spezialisiert haben und warum ich auch so viel Bock drauf habe. Ich hoffe, du konntest aus diesem Video was mitnehmen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Der Frühbezug auf unsere Sommerzwischenfruchtmischungen, der läuft noch bis 30. April. Du sparst dir 5% und du sparst die halben Versandkosten bei einer Bestellung ab 200 Kilogramm. Bei der gesagten Ware, Big Bags sind sowieso versandkostenfrei. Also schau jetzt auf unsere Website www.farmtofarm.eu.